Unser Trompetenklang sollte warm, weich und rund sein. Wie du das erreichst, erzähle ich dir heute. Wichtig ist beim Trompetespielen, dass wir uns natürlich um verschiedenste Faktoren des Trompetespielens kümmern, aber eine Sache nicht vergessen, nämlich unseren Klang, unseren Sound. Natürlich sind Faktoren wie zum Beispiel Mundstück, Trompete etc. auch letztendlich einflussnehmend auf deinen Trompetenklang. Wichtig ist aber, dass du dich auch darum bemühst, dass eben ein weicher, runder, obertonreicher etc. pp. Klang auf deinem Instrument entstehen kann. Hier ist es eben dann wichtig, dass wir unseren Ansatz locker gestalten. Das heißt, sobald wir maximal anstrengen und dann noch mit viel Luftdruck einen Ton versuchen auf dem Instrument zu spielen, platzt dieser heraus, er wird laut, er wird schreiend, er wird wie so ein Laserstrahl durchdringend. Und da ist es eben wichtig, dass wir immer dran denken, wenn wir starten, am besten in der Mittellage, dass wir weich spielen. Mezzo Piano, Mezzo Forte und die Luft kommt warm nach außen, also dieses gehauchte. Beziehungsweise auch beim Überdämpfer ist es so, sobald du den drauf hast, nicht draufdrücken, sondern genauso wie beim offenen Spiel die Luft auf diese Art und Weise nach außen bringen. Wenn du zum Beispiel bemerkst, dass aber einer gewissen Tonhöhe dein Ton schreiend und aggressiv wird, dann bemühe dich, spiel in dieser Lage dann langsamer. Das heißt, wenn du zum Beispiel bemerkst, als Beispiel, dein E2 ist noch gut und beim F2 wird es auf einmal sehr viel anstrengender und du gibst natürlich dementsprechend, wie vorhin schon genannt, Anstrengung und Luftdruck ins Instrument. Dann beweg dich in Zeitlupe in diesem Bereich. Nimm zum Beispiel von C auf D den Halbtonschritt Cis dazu. Von D auf Dis, auf E etc. pp. Und beweg dich da länger. Wieso? Deine Muskelkraft wird sich aufbauen und letztendlich kannst du dann oben auch lockerer bleiben. Natürlich nicht den Ton nicht spielen, dieses F, dieser schreiende Ton, sondern immer wieder in die Linie mit einbauen, damit man eben das Gefühl hat, okay, ich kann mit der Luft Einfluss drauf nehmen, wie das Lippenmaterial, das lockere Lippenmaterial schwingt. Und somit bekommst du auch in der höheren Lage, mittleren Lage, auch einen schönen Trompetenklang hin. Wichtig ist immer, versuch das über die Technik zu lösen und nicht über die brutale Gewalt und Luftdruck etc. pp. Das hört man schon zu oft. Mach's einfach besser und baust in dein Trompete-Spiel mit ein. Das heißt, du hast dann Übungen, die du jederzeit so machen kannst. Starte beim G, das ist meistens ein sehr bequemer Ton. Da sollte alles einfach gut und weich fließen. Es ist so kein Luftdruck besonderer Weise notwendig. Wir gehen jetzt drüber und spielen nochmal bis zum G, vom G1 bis auf G2 und spielen danach oben chromatisch in Halbtonschritten bis zum D3 und eben wieder zum G1 zurück. Los geht's! Und da kann es natürlich dann sein, dass die Luft am Ende ziemlich knapp wird. Deswegen macht die Übung etwas schneller, dann wird die Luft auf jeden Fall definitiv bis zum Ende reichen. Ansonsten muss man eben zwischenatmen. Ich habe es jetzt ein bisschen zu langsam gemacht, das hat man gemerkt, dass man am Schluss ganz schön kämpfen musste, damit die letzten Töne noch kommen können. Aber letztendlich ist beim zweiten Versuch dann jederzeit das schnellere Tempo möglich. Mach es auf diese Art und Weise und du wirst merken, dass du am Schluss auf jeden Fall nicht um die letzten 3 Töne kämpfen musst. Achte auch immer drauf, dass deine Luft zwar in der hohen Lage zunimmt, dieser Luftstrom, dieses bewusste nach außen bringen, aber dass es nicht den Hals eng macht, sich insgesamt viel zu viel Druck aufbaut und du gegen deine eigene Körperkraft arbeitest. Deswegen immer dieses
und dann sind wir schon wieder unten. Wir machen noch einmal einen Durchlauf mit den gleichen Tönen, jetzt aber wesentlich schneller. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, muss man da kämpfen, kommt gut drüber, hat auf jeden Fall einen guten Klang über die ganzen Lagen und du kannst auch ohne Probleme dann am Ende den Ton noch etwas aushalten. Oder, und jetzt kommt der zweite Tipp, auch gleich die tiefe Lage immer mit einbinden. Das heißt, wenn du spielst und du kommst wieder auf dem G1 an, gleich die kleine Oktave mit reinbauen bis zum G, kleinen bis zum kleinen Fis spielen und dann hast du letztendlich eine wunderbare Übung, Luftflussübung, Klangübung, die du täglich trainieren kannst und auf alle erdenklichen Tonarten übertragen kannst. Versuch's mal, mach deine Ohren auf und versuch einen warmen, weichen, schönen Trompetenklang zu kreieren und versuch mal gegen das schreiende, enge, schusshafte anzuüben und du wirst sehen, dein Trompetespielen wird sich wesentlich verbessern. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Hast du Fragen dazu, ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.